ein großes Herz und ein großer, unbestechlicher Geist in einem klaren Kopf. Männer wie Sie, verehrter lieber Graf Kessler, könnte dieses Land viele gebrauchen. Ja, es ist schon so spät. Musik! Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Harry, zum Geburtstag viel Glück. Meine Freunde, danke, liebe Frau Jurieu. Eine wirklich bezaubernde Rede. Lieber Harry, seit nunmehr jetzt 12 Jahren als Bolschewist, der ich bin, zu Ihrem Freundeskreis gehören zu dürfen, ist mehr als eine Ehre für mich. So hoffe ich, Sie gestatten mir, Ihnen diese Arbeit ausnahmsweise nicht zu verkaufen, sondern sie Ihnen mit den besten Wünschen schenken zu dürfen. Ausnahmsweise. Danke. Tolles Bild, tolle Arbeit, Gross. Vielleicht danke Ihnen. Mein Bruder Wieland und ich haben Ihnen, verehrter Graf, so viel zu danken, dass wir in nächtelanger Arbeit zu Ihrem 64. Jubeltag folgendes Gedicht verfasst haben. Es kam ein Mann aus Österreich, versprach dem Volk das Dritte Reich. Ich führ heraus euch aus der Not. Heil Hitler! Schlag die Roten auf! Es ist genau umgekehrt, Hartfried. Ich habe Ihnen sehr viel zu verdanken und Ihnen, Herzfelde. Danke. 1864 Deutsch-Dänischer Krieg, 1866 Deutsch-Österreichischer Krieg, 1870-71 Deutsch-Französischer Krieg. Hier dein Kaffee. Muckefuck meinst du? Was lernt ihr gerade? Bismarck. Jetzt müsste uns dieser Mist interessieren. Wer die Geschichte nicht kennt, kann die Gegenwart nicht begreifen. Wenn die Leute nicht vergessen hätten, wo wir 1920 standen, als Lüttwitz und Ludendorff versuchten, die Republik zu stürzen, dann würden sie heute diesem Hitler nicht zujubeln. Für uns. Für die Jugend. Das Deutschland von morgen ist ein hellstrahlender Stern. Die Zukunft. Ein Stern, der gerade untergeht, willst du wohl sagen. Seit die Regierung die SA und SS verboten haben und er den Leuten nicht mehr einprügeln lassen kann, was richtig und was falsch ist, beginnen die nämlich wieder selbst zu denken. Und was kommt dabei raus? Geht's uns dadurch besser? Ich hab dich aufs Gymnasium geschickt, damit du selber denken lernst, Fritze. Nicht damit du die Parolen von diesem Verbrecher Adolf Hitler... Lass gut sein, Mutter. Du und deine KPD, ihr seid auch nicht besser. Auch nur Parolen. Für ohne Moral und ohne Glauben ans Volk. An die deutsche Rasse. Nicht solche Sätze in dieser Wohnung. Du müsstest ihn hören. Für ihn sind alle anderen die Verbrecher. Was habe ich bloß falsch gemacht? Falsch? Du hast Fritze adoptiert. Ihn großgezogen, einen prächtigen Jungen aus ihm gemacht. Der wie alle jungen Menschen erstmal alles anders will, als seine Eltern das wollen. Und jetzt mach dich bitte an die Arbeit. Der Drucker wartet schon auf deinen Artikel. Himmels Willen, Herr Dr. Goebbels, sind Sie wahnsinnig geworden? Der Führer schläft noch. Aber der Wagen wartet schon unten. Ja, dann wird er eben weiter warten. Es ist wieder sehr spät geworden gestern Abend. Und Sie kriegen jetzt einen Kaffee und werden ebenfalls warten. Aber wir müssen nach Berlin, Fräulein Annie. Das ist dem Führer bekannt. Aber er hat gesagt, es wird Herrn von Papen nicht schaden, auf ihn warten zu müssen. Sicher, aber Herr Strasser sitzt unten im Auto. Ja, dann gehen Sie jetzt bitte schön hinunter und fragen Sie ihn, ob er auch einen Haferl-Kaffee haben möchte. Jahrelang hat man dem deutschen Arbeiter eingeredet, dass er allein sich retten könne. Jahrelang dem deutschen Beamten vorgemacht, dass nur seine Organisation ihm helfen würde. Der Mittelstand soll durch Mittelstandsparteien und die Wirtschaft durch Wirtschaftsparteien dem Verderben entrissen werden. Und am Ende erhielten noch die Hausbesitzer ihre eigene politische Vertretung. Da heißt es, den Keil anzusetzen. Das muss am Anfang Ihrer Rede stehen, Goebbels. Oder, Strasser? Genau. Dann erst kommen Sie mit unserer Heilsverkündung. Strasser, habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich Sie zum Reichsorganisationsleiter der Partei ernennen werde? Nein, mein Führer. Große Ehre. Über 2 Stunden zu spät. Unverschämtheit. Herr von Papen. Wir waren um 8 verabredet, Herr Hitler. Ich weiß, ich bin untröstlich, verehrtester, aber die Straßen. 2 Pannen. 2. Herr Strasser, Dr. Goebbels. Herr von Papen. Können wir anfangen? Eigentlich würde ich jetzt gerne etwas essen.
Ich habe keinen Hunger und wir haben wirklich zu tun. Goebbels, lassen Sie was in meine Suite bringen. Proletenpack. In wenigen Tagen wird Hindenburg mich zum Reichskanzler ernennen. Das wird im Zentrum missfallen, weil Brüning, Ihr Vorsitzender, der jetzige Kanzler ist. Man wird mich ausschließen. Ich werde dem durch einen vorherigen Austritt zuvorkommen. Was hat es mit uns Nationalsozialisten zu tun? Sehr viele, Hitler. Die Linken werden mich nicht unterstützen. Von der KPD brauchen wir nicht zu reden. Die SPD toleriert nur ein Kabinett Brüning. Das fällt auch weg. Ich brauche Hilfe von rechts. Von Ihnen. Wir unterstützen nur das, was dem deutschen Vaterland dient. Sonst gar nichts. Auch ich diene dem deutschen Volk. Nur habe ich keine Unterstützung im Parlament. Eine Stunde nach Reichstagseröffnung wird man einen Misstrauensantrag stellen, um mich zu stürzen. Und wenn die zweitstärkste Fraktion mich unterstützt, dann wird es ein Schuss in den Ofen. Die NSDAP kann Sie nur unterstützen. Wenn Sie das Verbot meiner SA sofort nach Amtsantritt aufheben und Neuwahlen noch im Juli ausschreiben. Letzteres kann nur der Reichspräsident. Sie haben Einfluss auf ihn. Sie schaffen das schon. Seit einem halben Jahr müssen sich meine tapferen Männer wie feige Verbrecher verstecken. Aus gutem Grund. Schließlich hat Ihre SA die Straße terrorisiert. Aber wenn ich mit Ihrer Hilfe Reichskanzler bleibe, dann werde ich dafür sorgen, dass die SA wieder zugelassen wird. Und in einem Monat gibt es Neuwahlen, klar? Einverstanden. Das deutsche Vaterland. Und diese Neuwahlen gewinnen wir. Du sagst es, Hermann. Du sagst es. Die Nationalsozialisten haben in Preußen 36% der Stimmen erreicht und sind somit stärkste Partei im größten Land. Wenn die jetzt mit dem Zentrum koalieren... Niemals, Hartfield. Die bürgerliche Partei, die mit den Nazis zusammengeht, muss erst noch gegründet werden. Aber die SPD-geführte Regierung in Preußen hat keine Mehrheit mehr. Und das kann heißen, dass sie vom Reichspräsidenten abgesetzt wird. Aber das wäre ein glatter Verfassungsbruch. Sowas wird selbst Hindenburg nicht tun. Außerdem stehen hinter der preußischen Regierung 90.000 loyale Polizisten. Frau Dürieu, Graf Kessler. Wie lange soll ich mir das eigentlich noch ansehen, Harry? Die Harvey spielt schon wieder meine Rolle. Eine Engländerin. Die Hauptrolle in einem deutschen Film unter einem deutschen Regisseur. Für eine deutsche Firma, die UFA. Eine Frau, die noch dazu nichts kann, außer hübsch sein. Ich sollte meinen Beruf aufgeben. Sie sollten erst mal ein Schlückchen trinken. Wir sollten England den Krieg erklären. Wenn Hitler an die Macht kommt, werden Sie darauf nicht lange warten müssen. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, General von Schleicher. Ohne Ihre führende Hand wäre das alles nicht möglich gewesen. Alte Freunde müssen doch zusammenhalten, von Papen. Adel verpflichtet. Apropos. Was ist das? Die Kabinettsliste. Aha. Von Neurath, von Geil, Schwerin von Kreußitsch, von Rübenach. Wie Sie sehen, werde ich Reichswehrminister. Einverstanden? Ja, selbstverständlich. Dann sage ich Hindenburg Bescheid und morgen sind Sie Reichskanzler. Dann nenne ich Sie, Franz von Papen, Kraft meines Amtes als Reichspräsident zum Kanzler des Deutschen Reiches. Ich wünsche Ihnen Glück und Gottes Segen. Danke, Herr Reichspräsident. Und hier, Herr von Papen, ist eine Verfügung zur Auflösung des Reichstages. Das wollten Sie doch. Exzellenz. Haben Sie keine Augen im Kopf? Hey! Können Sie nicht aufpassen, Mann? Was rüber du auf die scheiß Sozi-Drecksau? Wir fliegen mal uns an. 5 Zimmerwohnungen raus! Ihr Bonzen, scheiß Volksbetrüger! Dreifaltragendes Maul aufreißen! Aber nicht mit mir, du! Nicht mit uns! Ich mach einen Platz! Los, verschwinden Sie! Sonst rufe ich die Polizei! Kannst du ruhig rufen, Sackgesicht. Die sind auf unserer Seite. Wir reißen dir den Arsch auf, doch. Die stellen euch an die Wand, wenn wir dann dran sind. Wirst du sehen. Scheiß Sozi. Drecksau. Ja. Guten Abend, Frau Lehmann. Herr Högner, Sie arbeiten einfach zu viel. Das ist doch nicht gesund. Ich hab's Essen für Sie warm gehalten. Ich habe keinen Hunger. Ich habe schon gegessen. Okay.
Königsberger Klopse, die können Sie doch nicht einfach stehen lassen. Den anderen Herren haben die so gut geschmeckt. So. Was denn so schlimm im Reichstag? Der neue Reichskanzler heißt von Papen und seine Minister alle vom Adel. Ein Kabinett der Barone. Finde ich gut. Guten Appetit. Und das ist doch gut nach all den Jahren. Recht hat er, unser Reichspräsident Hindenburg. Der hat noch Würde, der alte Mann. Sie werden noch sehen, Frau Lehmann. Einen Dilettanten wie diesen Papen zum Kanzler zu ernennen, das ist ein Fehler. Aber wieso ernennen? Ich dachte, der Kanzler wird vom Volk gewählt. Das Volk wählt das Parlament. Aber der Reichspräsident ernennt den Kanzler. Und der kann ohne das Parlament normalerweise keine Gesetze machen, aber momentan tut er das. Ja, und wieso darf der das? Es gibt in unserer Verfassung einen Artikel, den Artikel 48, der erlaubt dem Reichspräsidenten, wenn Gefahr droht, Notverordnungen zu erlassen. Also Gesetze ohne das Parlament zu machen. Und diese Verordnungen setzt dann der Reichskanzler um. Nun hat aber das Parlament das Recht, diese Verordnungen wieder aufzuheben. Das passt dann dem Reichspräsidenten nicht und der löst wiederum das Parlament auf. Und so gibt es dauernd Neuwahlen. Das soll mal unser einer verstehen. Es ist wie eine Katze, die sich selber in den Schwanz beißt. Zum Mäusefangen kommt sie dabei nicht mehr. Das ist schlecht. Ja, aber wer hat denn nun das Sagen? Die Katze oder der Schwanz? Also das Volk, ich meine das Parlament, oder der Kanzler zusammen mit dem Reichspräsidenten? Also wie es seit fast 2 Jahren läuft, muss man sagen, die Macht hat der Kanzler und der Präsident. Das Parlament hat so gut wie gar nichts mehr zu sagen. Und wieso sind Sie dann Abgeordneter? Weil ich gewählt bin. Das heißt doch aber, Sie arbeiten ganz umsonst. Und die beiden da oben machen die Politik. Das ist ja dann Diktatur. Fast, ja. Aber man nennt es Präsidialkabinett. Ich meine, ich brauche ja das Geld meiner Miete. Aber ich an Ihrer Stelle würde heim nach München fahren und wieder als Anwalt arbeiten, wenn Sie hier sowieso nichts zu sagen haben. Der hieraus zwangsläufig folgenden Zermürbung des deutschen Volkes, verschärft durch den unseligen, gemeinschaftsfeindlichen Klassenkampf und verstärkt durch den Kulturbolschewismus, der wie ein ätzendes Gift die besten sittlichen Grundlagen der Nation bedroht, muss in letzter Stunde Einhalt geboten werden. Viel zu tief schon hat sich zersetzendes, atheistisch-marxistisches Denken in alle Bereiche des kulturellen Lebens eingefressen. In dieser ernsten Stunde ist die Herbeiführung innenpolitischer Klarheit vonnöten. Aus diesem Grunde hat sich Reichspräsident Hindenburg entschlossen, dem Antrag der Reichsregierung stattzugeben und den Reichstag aufzulösen. Danke, meine Herren. Diese Regierungserklärung ist, danke, ein Dokument finsterster Reaktion. Gegen die würden die kaiserlichen Erklärungen die hellste Aufklärung werden. Sozialdemokraten, Liberale und Zentrumsmitglieder als nicht national und moralisch zersetzend anzuprangern. Wir sollten trotzdem essen, bevor es wird kalt. Ein Regierungsdokument solch politischer Dummheit ist seit der Regierung Polignac 1830 nicht mehr veröffentlicht worden. Die war schlimm, da haben Sie recht. Ich kann Ihre Empörung verstehen, Graf Kessler. Im Populär steht heute, was ich auch selber befürchte. Dieses Kabinett wird die Regierungsgeschäfte nur so lange erledigen, bis Hitler kommt endgültig an die Macht. Trotzdem, bon Appetit. À vous de même, cher Monsieur l'Ambassadeur. Graf Kessler, how great to see you. Ich stelle nur kurz. Wie war die Definierung von Ihnen von Qualität und Quantität von der Weltkrise, bitte? Wenn ich vorstellen darf, Monsieur François Poncet, der Botschafter Frankreichs. Mr. Knickerbocker, der ein Buch über die Weltkrise schreibt. Nice to meet you. Monsieur? Ich sagte, dass es einen Moment gibt, an dem jede Krise von Quantität in Qualität umschlägt und dass bei der jetzigen Krise dieser Moment bereits eingetreten ist, da sie sich von allen Dagewesenen durch ihre ungeheuren Ausmaße qualitativ unterscheidet. Great. Now enjoy your meal. Bon appetit. Merci. I'll see you. Verehrte anwesende Wirtschaftsführer, Herr Thyssen, Herr Kierdorf, Herr Kalkreuth, Herr Kaiserling, Herr von Lünig, noch einmal in Kürze. Mein Ziel als künftiger Reichskanzler wird es sein, die Wirtschaft zu beleben und die Arbeitslosigkeit zu beseitigen.
Der Wiederaufstieg Deutschlands kann nur durch eine Wiederwehrhaftmachung gelingen. Wir werden die Waffen schmieden, die wir zur Verteidigung unseres Vaterlandes benötigen. Es wird Ihnen, meine Herren, Aufträge und die Gesundung Ihrer Betriebe bescheren. Ich werde außerdem die Gewerkschaften auflösen und das parlamentarische System der Novemberverbrecher liquidieren. Vielen Dank, Herr Hitler. Sie wollten etwas sagen, Herr Generaldirektor Thyssen? Ja. Wir sind überzeugt, dass Sie dies alles zu verwirklichen trachten, aber trotzdem gibt es unter uns doch noch einige Bedenken wegen Ihres Parteiprogramms. Da ist von Zinsknechtschaft, Einziehung der Kriegsgewinne, Verstaatlichung, Kommunalisierung der Großwarenhäuser und so weiter die Rede. Meine Herren, ich bitte Sie, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das Programm stammt von 1920 und ist nicht auf den neuesten Stand gebracht. Es richtet sich ja auch nur gegen das raffende Kapital, gegen eine bestimmte Rasse, gegen volksfremde Blutsauger und Schieber, gegen die Juden, die mit ihren Wucherzinsen unsere Volksgemeinschaft zu vernichten suchen. Ihnen, als Arbeiter der Stirn, wird das schaffende Kapital. Versichere ich jedoch, mit mir als Reichskanzler bleibt das Privateigentum beschützt. Ihre Betriebe werden nicht verstaatlicht. Ganz im Gegenteil. Da spricht aber Ihr Parteigenosse Strasser eine ganz andere Sprache. Meine Herren, ich bin der Führer dieser Partei. Und ich werde es immer bleiben. Herr Kirdorf, bitte. Als alter Weggefährte darf ich nach diesen Ausführungen wohl im Namen aller Ruhrindustriellen sagen, dass das deutsche Volk mit Ihnen als Kanzler einer besseren und gesünderen Zukunft entgegenblicken wird können. Herr Kirdorf, meine Herren, ich danke Ihnen. Ein Reglement. Herr Witte, Herr Dr. Goebbels. Fräulein Behnke schon da, Frau Tietze? Jawohl, Herr Gauleiter. In Franz von Papen hat Schleicher den idealen Mann für seine Ränke gefunden. Einen Mann ohne Format und Hintergrund, den er jederzeit wieder von seinem Kanzlerstuhl stürzen kann. Sehr schön, Ihre Sprache, Fräulein Behnke, wirklich sehr schön. Und ich muss es leider sagen, auch Ihre Figur. Echt Knorke. Ich habe mich nicht getäuscht in Ihnen. Der Führer lässt Grüße bestellen. Das freut mich. Alle Deutschen zu einem Großdeutschland. Die Aufhebung der Friedensverträge von Versailles. Und wir fordern Land und Boden zur Ernährung unseres Volkes. Ein Arbeitsbeschaffungsprogramm, Brechung der Zinsknechtschaft und Einziehung aller Kriegsgewinne. Und die Verstaatlichung der Trusts. Wir fordern, dass sich der Staat verpflichtet, in erster Linie für die Erwerbs- und Lebensmöglichkeiten des Volkes zu sorgen. Wir wollen keine Judenverfolgung, aber eine deutsche Führung ohne jüdischen, uns fremden Geist. Wir wollen keine Aufrüstung und keinen neuen Krieg um jeden Preis, scheuen ihn aber als letztes Mittel nicht. Und vor allem fordern wir die Wiederherstellung der deutschen Ehre. Herr Hitler, ich habe mein Versprechen gehalten und Neuwahlen ausgeschrieben. Erst müsste das SA-Verbot aufgehoben werden. Selbstverständlich, Herr Hitler. Aber wie Sie wissen, mahlen die bürokratischen Mühlen langsam. Dann lassen Sie diese Mühlen eben schneller mahlen. Sie sind schließlich der Reichskanzler. Allerdings, Herr Hitler. Noch. Meine Herren Minister, der Reichspräsident hat den Wunsch, dass alle Schutzverbände, also Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, Frontkämpferbund, Stahlhelm und eben auch die bislang verbotene Sturmabteilung, kurz SA, Gleichheit vor dem Gesetz erfahren. Ich schlage deshalb vor, die SA wieder zuzulassen. Es ist die feste Überzeugung unseres Reichspräsidenten, dass eine Aufhebung dieses Verbotes zur Befriedung unseres Landes beitragen wird. Und versucht es doch selbst einmal. Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen. Kommt mit und versucht es doch selbst einmal. Danke.
Ich bin stolz auf euch. Gut so, Herr Hoffmann. Sehr gut, mein Führer. Ihr Plakatentwurf scheint mir etwas platt, Kollege Gross. Wohingegen Ihrer von allerfeinster Feinsinnigkeit durchströmt ist, Kollege Hartfield. Freunde, Bruder Herz, Plakate müssen plakativ sein. Nur so können wir die lahme und tatenlose Propaganda der republikanischen Parteien revolutionieren. Es ist nicht zu fassen. Papen hat die geschäftsführende preußische Regierung unter den Sozialdemokraten Braun und Severing ihres Amtes enthoben. Ein klarer Verfassungsbruch. Mit welcher Begründung? Durch die Unruhen auf der Straße sei die Sicherheit und Ordnung in Preußen nicht mehr gewährleistet. Aber die Unruhen, wie Sie sagen, die sind doch von der SA provoziert. Jener SA, deren Verbot Papen aufgehoben hat. Dieser ewig lächelnde Kretin weiß eben genau, was er tut. Und Braun und Severing lassen sich das gefallen? Nach rechts buckeln Sozialdemokraten doch immer. In dem Fall bin ich sogar ausnahmsweise Ihrer Meinung, Hartfield. Wenn Severing unter den Linden und damit das Regierungsviertel mit seiner Polizei abgesperrt hätte, wäre Papen sofort in Verhandlungen eingetreten. So ist die letzte demokratische Bastion nun auch verloren. Wie Severing, der Mann, der nicht gezögert hat, nach dem Kapputsch Tausende von Proletariern durch Freikorps liquidieren zu lassen. Der hat jetzt einfach den Schwanz eingezogen. So ist es. Er gab für die Galerie die theatralische Erklärung ab, ich weiche nur der Gewalt. Was? Und dann ist er einfach gegangen. Doch viel lächerlicher. Severing wandte ein, er habe um 6 Uhr nachmittags noch eine Sitzung des preußischen Kabinetts abzuhalten. Er bitte daher mit der Anwendung von Gewalt noch zu warten. Und zwar bis um 7:30. Also bis jetzt. Das war's dann wohl mit der Republik. Diese Feiglinge rufen den Staatsgerichtshof an, anstatt den Generalstreik zu verkünden. Da hätte ich Sie mal sehen mögen, die Herren Papen und Schleicher. Es ist zum Kotzen. Sie sprechen ja immer noch von unseren eigenen Parteigenossen, Herr Högner. Na und? Es ist eine absolute Katastrophe, Frau Juhatsch. Jetzt hat Papen alle Machtmittel in der Hand. Und die Polizei wird die SA-Schläger gewähren lassen. So wie ihr Herr Noske damals die Freikorps hat gewähren lassen, Herr Högner. Das haben wir von der KPD nicht vergessen. Was wissen Sie denn schon davon, Frau Wölke? Wer beschimpft uns denn täglich als Sozialfaschisten? Wer sagt denn, wir Sozialdemokraten seien schlimmer als die Nazis? Das ist doch Ihre aus Moskau gesteuerte Partei. Ihr Thälmann und Ihr Torgler helfen mit solchen Parolen, den Nazis unsere demokratische Ordnung zu zerstören. Demokratisch? Ihre SPD hat meinen Sohn Benno umgebracht. Was reden Sie denn da? Ihr Sohn Benno ist damals bei den revolutionären Auseinandersetzungen erschossen worden. Ermordet, auf Befehl Noskes. Das tut mir leid, Frau Wölke. Ich fand die damals praktizierte Härte unangemessen. Ich habe immer wieder dagegen angeredet, aber die Regierung Ebert hat mit dem demokratischen Weg argumentiert. Es gibt keinen Sozialismus, der nicht die Kraft des Geistes zur Verfügung hat. Sehr gut. Gleich noch einmal, mein Führer. Es gibt keinen Sozialismus, der nicht die Kraft des Geistes zur Verfügung hat. Kein soziales Glück, das nicht durch die Kraft der Nation beschützt wird, ja seine Voraussetzung erhält. Und es gibt keine Nation und somit keinen Nationalismus, wenn nicht zur Armee der geistigen Arbeiter die Millionenarmee der Faust, die Millionenarmee der Bauern stößt. Ich hab's dann. Sehr gut, mein Führer. Mit 7 Mann haben wir vor 13 Jahren dieses Werk der deutschen Einigung begonnen. Heute stehen Millionen in unseren Reihen. Aber nicht die Zahl ist es, sondern ihr innerer Wert. 13 Millionen aller Berufe und Stände. 13 Millionen Arbeiter, Bauern, Intellektuelle, Protestanten und Katholiken, Angehörige aller deutschen Stämme haben einen unzertrennlichen Bund geschlossen und haben erkannt, dass die Zukunft aller im gemeinsamen Kampf liegt. Vor 13 Jahren wurden wir Nationalsozialisten verhöhnt und verspottet. Heute ist unseren Gegnern das Lachen vergangen. Danke, Herr Hoffmann. Du bist ja immer noch da. Danke, mein Kind. Entzückend. Das ist sehr gut. Entzückend. Wirklich entzückend.
Danke. Danke, Putzi. Wieder einmal ist es Ihnen gelungen, mit Ihrem Klavierspiel mein Herz, auf dem die Sorge um unseren Wahlsieg lastet, leichter schlagen zu lassen. Das freut mich, mein Führer. Gibt es etwas Erhabeneres als Wagner, wenn er in der Hanfstenge spielt, Fräulein Braun? Nein, mein Führer. Und jetzt müssen Sie etwas essen. Es liegen noch 3 harte Tage vor Ihnen. Ich danke Ihnen. Und wieder flogen unserem Führer die Herzen zu, brausten Heilrufe auf, streckten sich hoffnungsvolle Hände ihm entgegen. In Hannover 60.000, in Bremen fast 80.000. Selbst im roten Altona, Gedankenstrich, wir werden unsere Helden, die dort unter den Waffen der roten Bestien ihr Leben für die Bewegung gelassen haben, niemals vergessen, Gedankenstrich. Selbst in dieser Hochburg der Unbelehrbaren, für die der Zahltag noch kommen wird. Nicht ganz so schnell, bitte. Noch kommen wird. Waren es weit über 15.000. Bist du verrückt, Mutter? Weißt du, was die gekostet hat? So etwas gibt es in diesem Hause nicht. Du hast meine Zukunft verbrannt. Die haben keine Zukunft, Junge. Die nicht. Und ob? Denn heute gehört uns Deutschland. Bin ich froh, dass du noch nicht wählen darfst. Ich kann dem Führer auch so dienen. Morgen die ganze Welt. Was ist? Wir müssen weiter, Herr Gauleiter. Es ist schon gleich 4 Uhr und um 8 will der Führer in Berlin seine Rede halten. Und dann nie wieder Wahlkampf, bitte. Ich will schlafen, verdammt nochmal. Sie werden leider von Hunderttausenden erwartet, mein Führer. Ich werde es vor der Geschichte leichter haben, die Vernichtung von 30 Parteien zu verantworten, als die, welche sie gegründet haben. Und wenn schon wirklich eine neue Zeit heraufzieht, dann müssen sie verschwinden. Man wird doch keinen jungen Wein in alte Schläuche einreden. Wie oft habe ich Ihnen gesagt, Sie sollen langsam fahren und auf das deutsche Tier Rücksicht nehmen? Weiterfahren. Und deshalb werde ich Liste 2, NSDAP, Deutschland erwache. Herr Papst, was glauben Sie? Liste 2, Werden Sie Reichskanzler bleiben? NSDAP. Aber mit Sicherheit. Liste 1. Liste 1. Halt die Führung! Gut so, Herr Hoffmann. Herr Reichspräsident, wird der nächste Reichskanzler Adolf Hitler heißen? Kein Kommentar. Herr Hindenburg Jr., bitte. Bitte sagen Sie Ihren Lesern in Amerika, mein Vater wird sich jede Ernennung reiflich überlegen und nur zum Wohl seines Volkes handeln. Gut, aber die Frage bleibt, wird Hitler Reichskanzler? Ja, jetzt warten Sie die Wahlen doch erst mal ab. Wenigstens hat die Rechte keine Mehrheit. Die an 42% stehen den 58% der SPD, des Zentrums, der KPD und der übrigen Parteien gegenüber. In Königsberg haben die Nazis heute 2 Kommunisten in ihren Wohnungen ermordet und den Regierungspräsidenten angeschossen. Der ist vom Zentrum. Das gibt dem Kleinen genaue Anschauung von dem, was sie nach einem Sieg im ganzen Reich vorhaben. Frau Domieux, Herr Krepp. 12 Sitze mehr, meine Herren. Triumph! Statt 77, jetzt 89. Das sind 14,5%. Die Handlanger des verdrasteten Monopolkapitalismus, die werden hinweggefegt. Die Großagrarier werden enteignet und die imperialistischen Gelüste, ja, Würstchen, meine Herren.
Sie werden es erleben. Wenn wir so weitermachen, dann werden wir bald eine Rate... Ich bin ein bisschen beschwipst. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch zum Hungern zwingt. Das Recht, wie Grund in der Erde, nun mit Macht zum Durchbruch Mein Hausmethode! Jüdische Bolschewisten Scheiße nicht gesungen! In Ihrem Haus sind Sie meines Wissens Portier, Herr Schlöttke. Halten Sie Ihren Mund, sonst sind Sie entlassen. So oder so, es muss etwas geschehen, mein Führer. Die Zeit der Opposition ist zu Ende. Wir müssen Entschlüsse fassen, bevor die Judenpresse wieder gegen uns hetzt. Erst einmal gilt es, Ergebnisse abzuwarten, Frick. Dann erst gilt es, Entscheidungen zu treffen. Aber eins steht fest. Koalieren macht tot. Unsere Alles-oder-nichts-Politik gefährdet langsam unsere Bewegung, mein Führer. Meine Herren, schärfste Opposition oder die Bewegung muss auf mich verzichten. Meine SA und ich sind ganz deiner Meinung, mein Führer. Heil Hitler, Herr Gauleiter! Heil Hitler! Fräulein Behnke im Haus? Vor 20 Minuten gekommen. Sie erwartet Sie. Ich soll Sie gleich nach oben bringen. Der Herr Gauleiter, Fräulein Behnke. Sie sind tatsächlich gekommen? So etwas will gefeiert sein. Heil Hitler. Heil. Der Führer, Reichskanzler und preußischer Ministerpräsident. Strasser, Reichs- und preußischer Innen. Frick, Staatssekretär in der Reichskanzlei. Luftfahrt Göring, Justiz auch bei uns. Und Sie, Reichs- und Kulturerziehung. Wie glücklich kann ich mich schätzen, Sie kennen zu dürfen. Wir stehen vor den Toren der Macht und wir werden sie niemals wieder aufgeben. Man muss uns als Leichen heraustragen. Haben wir Gläser? Wir sollten vielleicht die Tür. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie, Herr Hitler, Herr Strasser, Herr Göring, die Regierung übernehmen. Schließlich sind Sie die Wahlsieger. Voraussetzung ist jedoch, dass ich Reichswehrminister bleibe. Wir versprechen Ihnen, Ihr Amt wird nicht angetastet. Ich könnte mir sogar vorstellen, um keine unliebsame Konkurrenz aufkommen zu lassen, die SA aufzulösen. Umso besser. Doch am Alten kommen Sie nicht vorbei, das wissen Sie. Und dazu muss von Papen mitmachen. Papa, Herr Hitler wäre jetzt da. Ich will reinkommen. Guten Tag, Herr Hitler. Als altem Kriegskameraden reiche ich Ihnen meine Hand. Herr Reichspräsident. Herr Frick. Herr Reichspräsident. Hauptmann Röhm. Herr Reichspräsident. Herr Hitler, ich habe Sie hergebeten, um Sie ganz offiziell zu fragen, ob Sie bereit sind, in der Regierung des Reichskanzlers von Papen mitzuarbeiten. Ich habe dem Herrn Reichskanzler eingehend die Gründe auseinandergesetzt, die es mir und meiner Partei unmöglich machen, in eine Regierung einzutreten, in der wir nicht die Führung haben. Auf diese Forderung kann ich nur mit einem klaren Nein antworten. Und damit ist die Unterredung beendet. Meine Herren, unerträglich, dieser böhmische Gefreite. Und ich muss diesem Römer auch noch die Hand geben. Diesem widerlichen Hinterlader. Ich und dieser Hitler gemeinsame Sache. Nie und nimmer, Herr Minister. Dann bin ich beruhigt. Meine Freunde von der Schwerindustrie haben nämlich... Herr Reichskanzler, ich hatte darum gebeten, dass ich zu dieser Unterredung nur geladen werde, wenn zumindest noch keine Entscheidung getroffen ist. Dies war nicht der Fall. Was? Ein solcher Ausgang Ihres Gespräches bewegt mich zutiefst. Das wird schwerwiegende Folgen für Deutschland haben.
Ich muss natürlich jetzt in Opposition zu Ihrer Regierung treten. Die Art, wie Sie regiert haben, hat dem Marxismus mindestens 2 bis 3 Millionen Stimmen gerettet. Wer glaubt an Ihre Regierung, mit diesem Reichstag arbeiten zu können? Ach, der Reichstag. Dass gerade Sie ihn erwähnen, wundert mich. Sie wollen also eine Militärdiktatur ohne jede Resonanz im Volke errichten. Ja, was bleibt mir anderes übrig? Wenn Sie in die Regierung eingetreten wären, hätten wir diese Resonanz im Volke gehabt. Und in 2 bis 3 Wochen wären wir beide da gewesen, wo wir hinwollen. Wir kommen auch so dahin. Ohne Sie und ohne den Reichspräsidenten. Wir sind unaufhaltsam. Heil Hitler. Unglaublich. Aber wahr. Ich mache jetzt endgültig Schluss mit Liberalismus und Kulturbolschewismus. Ganz meiner Meinung, Herr Reichskanzler. Ich kann es aber als Wirtschaftsminister nicht billigen, dass Herr von Schleicher mit Arbeitsbeschaffungsprogrammen liebäugelt. Wir von der IG Farben, große Teile der Privatwirtschaft sehen dagegen in Steuersenkungen die Lösung. Ist schon in Arbeit, Hermann. Außerdem werde ich die Arbeitslosenunterstützung kürzen. Sehen Sie zu, dass Ihnen Hitler nicht den Rang abläuft. Ach, dieser Hitler. Kepler, Schacht und Thyssen hat er bereits auf seiner Seite. Wir setzen jedoch auf Sie. Beseitigen Sie endlich die Parteienherrschaft. Ich bin sicher, es wird zu einer einheitlichen Willensbildung kommen unter meiner Führung. Ja? Schön, dass Sie gekommen sind. Ach, wie nett. Kommen Sie. Das schmeckt ausgezeichnet, oder? Danke. Herr Högner sitzt im Reichstag. Nicht mehr lange. Herr Högner möchte mit dir reden. Ich rede nicht mit Roten. Fritze. Lass mich in Ruhe. Warum sind Sie so unfreundlich zu Ihrer Mutter? Sie ist nicht meine Mutter. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ihr Hitler kommt nicht an die Macht. Sie haben auf den Falschen gesetzt. In einem halben Jahr redet niemand mehr von dem und dann stehen Sie wieder auf der Straße. Ja, weil die Straße uns gehört. Ihr Führer belügt Sie. Er verspricht Ihnen Zukunft, Boden und Ehre, aber was Sie kriegen werden, ist eine Kugel in den Kopf, ein Grab auf dem Friedhof und ein Stück Blech zum Gedenken. Hitler bedeutet Krieg. Ja, Krieg den Juden und Krieg den Bonzen. Wie Ihnen, den Novemberverbrechern. Auf den Krieg freue ich mich. Es tut mir leid, dass ich Sie bemüht habe. Es war ein Fehler. Nein, war es nicht. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Nie. Also dümmer als von Papen konnte man das nicht machen. Aber im Reichstag hat er behauptet, in Lausanne Eisenhardt verhandelt zu haben. Das Gegenteil war doch der Fall. Er hat alles verpasst. Nachdem schon beschlossen war, dem Deutschen Reich die Reparationskosten aufgrund der Weltkrise weitgehend zu erlassen, sagt doch dieser Papen zu Herriot, Deutschland würde nur bezahlen, wenn gewisse politische Klauseln aus dem Vertrag von Versailles würden revidiert. Daraus hat gezogen Herriot den einzig richtigen Schluss und gesagt, also bezahlen Sie nicht, weil Sie nicht können, sondern weil Sie nicht wollen. Und hat die Zahlungen auf 3 Milliarden Gold Signore Zetti, piacere. Das Vergnügen ist auf meiner Seite, verehrter Conte. Signor Renzetti, Chef der italienischen Handelskammer und Vertrauter des Duce, Monsieur François Poisset, der Botschafter Frankreichs. Ich habe recht behalten. Hitler hat nicht gewonnen. Wette aber. Se non oggi domani. Also wenn nicht heute, dann morgen. Wollen wir wetten? Und was ist dran an den Gerüchten, dass Ministerpräsident Mussolini auch will übernehmen das Innen- und Außenministerium? Wir haben ein sehr schönes Sprichwort. Se non è vero, è ben trovato. Wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden. Und ich wette mit Ihnen, es ist wahr. Monsieur François Poncet, Sie sind mein Zeuge. Und jetzt muss ich leider. Meine Frau wartet mit Freunden auf mich. Schöne Frau, seine Frau. Ob Göring nicht weiß, dass sie Jüdin ist? Oh la la. Das wird Dr. Goebbels aber gar nicht gefallen. Ganz im Gegenteil. Der weiß es, das weiß ich. Und er schwärmt regelrecht für sie.
Herr Reichspräsident, wie Sie wissen, werde ich praktisch von keiner politischen Partei unterstützt. Ich sehe deshalb nur noch eine Möglichkeit. Sie erlassen eine Verordnung über die sofortige Auflösung des Reichstages und ich schiebe dann die Wahlen so lange wie nötig über die vorgeschriebene Frist hinaus. Sie wollen diktatorisch regieren. Ja, Herr Reichspräsident. Aber das ist Verfassungsbruch. In der Stunde der Not bleibt uns leider keine andere Möglichkeit. Also gut von Papen. Aber patzen Sie nicht. Exzellenz. Von wegen, wir und keine Zukunft. Wir haben die absolute Mehrheit, 367 Stimmen. Und Hermann Göring ist Reichstagspräsident. Göring hat Papen einfach nicht zu Wort kommen und über Torglers Misstrauensantrag abstimmen lassen. 4/5 haben ihm ihr Misstrauen ausgesprochen. Ja, sehr gut, zählt was. Ich kann Ihre Freude nicht teilen, Egon. Ich sehe die Möglichkeit eines Bürgerkrieges und in weiterer Perspektive eines neuen großen Krieges näher gerückt, als ich es noch gestern für möglich gehalten hätte. Mein Junge. Wo warst du so lange, Mami? Vater hat gesagt, du kommst nie mehr wieder. Ach, verzeih mir, dass ich jetzt erst komme. Aber jetzt habe ich dich ja wieder. Ach, Johnny, wie mager du bist, wie dünn. Weil ich Gespenst gespielt habe. Und so schmutzig. Weil ich mich heute Abend noch nicht gewaschen habe. Du wäschst dich allein? Mhm. Und wenn ich dich waschen würde und zu Bett bringen? Dann bist du die beste, Mami. Sie sehen, ich verdanke Ihrer Partei recht viel Gutes. Mit Frau Juchatsch habe ich meine ersten Filme gesehen und heute mit Ihnen wie Dietrich. Sie meinen, wenn wir so weitermachen... Wenn Sie so weitermachen, werde ich an der Linken zu zweifeln beginnen. An Ihnen wie auch an uns, Herr Höker. Ihre Partei redet mit allen, außer mit uns. Und wir von der KPD sind genauso blöde und reden nicht mit euch Sozialdemokraten. Nicht einmal Marie und ich schaffen das. Statt dass wir zusammenhalten. Aber wir reden miteinander. Das ist immerhin ein Anfang. Ich mag Sie, Frau Wölke. Aber ich bin nicht nur katholisch und in der SPD, sondern auch verheiratet. Glücklich. Das ist schön für Sie. Bleib stehen, du Rotenrechtler! Mama! Mutter, mach auf, schnell! Auseinander, ihr Faschistenschweine! Polizei, Hände hoch! Oh mein Gott. 571 Abgeordnete gegen Papen. Hier hat ein Kanzler eine größere Abfuhr vom Parlament bekommen. Der Mann ist politisch erledigt, Herr Strasser. Wenigstens hat er sich hinterher dann doch nicht getraut, diktatorisch zu regieren. Er völlig isoliert ist. Der Mann ist ein stinkender Leichnam. Ich dachte, Sie wären Freunde. Wann wir, Herr Strasser, waren wir. Und? Was wollen Sie von mir? Ganz einfach. Sie zählen zu den wenigen vernünftigen Nationalsozialisten. Sie wollen nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern in die Regierung. Hitler will alles. Ihnen reicht auch ein Ministerposten. Und Sie glauben, ich würde meinen Führer verraten? Von Verrat spricht niemand. Sie sind doch ein fähiger Mann. Ich weiß genau, dass Sie den ganzen Laden zusammenhalten. Hitler, Goebbels, Göring, alles faule Schweine. Unfähig zu organisieren. Sie aber. Sie können das sehr wohl. Auch ich bin Nationalsozialist, Herr General. Und haben ähnliche Ideen wie ich. Die Idee eines Arbeitsbeschaffungsprogramms ist nicht schlecht. Sie und ich sind da einer Meinung. Und jetzt entre nous. Papen wird sich nicht mehr lange halten und dann kommt meine Stunde. Und wenn Sie dabei sein wollen, sind Sie herzlich eingeladen. Hoch Hindenburg! Ein hoffentlich nur noch kurzes Leben Ihres Reichspräsidenten. Attila, bitte. Das ist bei einem Alter von 85 wohl kaum anders zu erwarten. Und wenn doch, dann wird er zu seinem 90. Clara Zetkin und uns zum Ausruf der Räterepublik Sowjetdeutschland gratulieren dürfen. Ich bin ziemlich sicher, das werden weder er noch ich erleben. Weil auch Sie auf der Stelle treten und Bourgeois sind und von Adel. Tut mir leid, Herrschaften.
Aber ich muss Ihre Laune etwas dämpfen. Wie ich gerade von diesem amerikanischen Reporter hier erfahre, hat uns die Presse die wohl wichtigste Nachricht der letzten Wochen verschwiegen. Bitte, Herr Knickerbocker. Ja, in Spa hat man nicht die deutsche Favorite Ingrid Richards. Ingrid Richard, blond, blauäugig, ohne jüdisches Blut. Sondern die Türkin Keriman Hallis zur Miss Universe. Zum Miss Universum 1932 gewählt. Man stelle sich vor, eine Frau der vorderasiatischen Minderrasse, eine Türkin, schwarzhaarig, langnasig und schwarzäugig, wie Goebbels, gewinnt gegen ein reinrassiges deutsches Mädel. Und das verschweigt uns die Presse. Nicht einmal im völkischen Beobachter hat das gestanden. Wenn es jetzt das Uniformverbot der SA noch gäbe, da würden Sie nicht so blöd aus Ihrer Uniform, sondern aus Ihrer Privatwäsche glotzen. Sie haben sich sicher geirrt im Lokal. Dann zahlt ihr aber auch meine Rechnung! Ihr scheiß Juden! Ihr Blöden! Und bleibt Rechnung davon! Tolle Arbeit. Ich liebe Sie, Hartfield. Oder, Harry? Warum fragen Sie mich, ob Sie Hartfield lieben? Ich meine seine Arbeiten. Und das wollen Sie wirklich drucken, Herzfelde? Sie etwa nicht. Tja, wozu bezahlen Sie uns dann? Weil ich nicht bei Verstand bin. Wenn die Nazis gewinnen und die Zeichen dafür stehen günstig, werden wir dieses Land Hals über Kopf verlassen müssen. Geben Sie es zu, Kepler. Sie wollen bloß wieder Geld von mir. Nicht nur von Ihnen, Herr Thyssen. Wir wollen die Last auf allen Schultern gleichmäßig verteilen. Und warum nicht auch auf die Schultern Ihres Führers? Soviel ich weiß, hat ihn sein Buch Mein Kampf zum Millionär gemacht. Wie auch Sie weiß der Führer Privates und Politik zu trennen. Ich habe schon einen Spendenplan ausgearbeitet. Wie viel brauchen Sie denn? 6 Millionen. Ich fürchte, Herr Thyssen, nicht mal 8 werden reichen. Also gut. Sie kriegen 10 von mir. Aber dann müssen Sie auch endlich gewinnen. Ich garantiere Ihnen, die nächste Wahl wird die letzte sein. Glauben Sie, dass mir die Bewegung um ein paar Ministerstühle feil ist? Glauben Sie, dass ich um einen Titel buhle? In meinem Testament wird einmal stehen, dass man nichts anderes auf meinen Grabstein schreibt als Adolf Hitler. So wie auf Wagners Grab nur Richard Wagner steht. Ich buhle nicht um einen Titel. Ich strebe nur nach der Führung. Und wenn man mir heute sagt, diese Führung stehe mir nicht zu, gut, diesen Handschuh hebe ich auf, ihr hochgeborenen Herrschaften. Ich habe noch nie gewartet, bis die anderen zum Angriff übergingen. Ich greife selber an, den Marxismus und das internationale Judentum. Und ich werde siegen. Verloren. Noch. 2 Millionen weniger Stimmen. 34 Sitze verloren. Und wir gewonnen. 2,6%. Und die Nazis 4,3% verloren. Statt 37,4 nur noch 33,1. Sie hätten KPD wählen sollen und nicht SPD, Harry. Und schon das ist mir nicht leicht gefallen. Und die haben trotzdem 7 Sitze verloren. Wenn schon Wandel, dann richtig, Harry. Führer, das darfst du nicht. Das Vaterland braucht dich. Dein Volk braucht dich. Und ich brauche dich auch, mein Führer. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Aufgrund der Notverordnung des Reichspräsidenten vom 9. August 1932 gegen politischen Terror werden die 5 Angeklagten wegen gemeinschaftlichen Mordes an dem Arbeiter Konrad Kaminski zum Tode durch das Beil verurteilt. Mitkommen. Wenn man mir vorwerfen will, dass ich mich mit Mördern identifiziere, dann sage ich nein. Aber mit meinen Kameraden identifiziere ich mich.
Und die zum Tode Verurteilten sind wir kameradschaftlich verbunden, weil sie mit uns für Deutschland gekämpft haben. Und bei mir erlischt Kameradschaft nicht nur, weil einer einmal einen Fehler macht. Schreiben Sie das, Fräulein Benke. Und dieses mein Telegramm drucken Sie in einem gesonderten Kasten. Weiter so. Ich bin mehr als zufrieden mit Ihnen. Ich glaube jetzt, wir müssen. Heil Hitler. Heil Hitler. Meine Kameraden, angesichts dieses ungeheuerlichsten Bluturteils fühle ich mich mit euch in unbegrenzter Treue verbunden. Ja. Diktat, Frau Tietze. Goebbels! Anna, wir müssen reden. Ich weiß, ich bin zu spät, aber der Verkehrsstreik... Ist nicht nur illegal, sondern ihr macht auch noch mit den Nazis gemeinsame Sache. Langsam frage ich mich wirklich... Marie, ich habe wirklich andere Sorgen. Was verspricht sich die KPD davon? Frag sie doch! Für mich seid ihr alle gleich. Nazis, Kommunisten, alles das gleiche Gesindel. Es tut mir leid, Hanna. Komm zurück. Ich hab's doch nicht so gemeint. Ihre Justiz würde damit Tausende von Nationalsozialisten zum Tode verurteilen. Sie wollen sich mit dem Blut nationaler Kämpfer in das Buch der Geschichte eintragen lassen, Herr von Papen. Deswegen sage ich Ihnen, ziehen Sie dieses Urteil zurück oder meine SA macht Kleinholz aus Ihrem Schandkabinett. Meine Herren, die Situation ist nach der erneuten Reichstagswahl keine grundsätzlich andere als zuvor. Die Bildung einer Mehrheit aus den gewählten Parteien wird nicht gelingen. Das hieße erneute Reichstagsauflösung und erneute Wahl binnen 60 Tagen. Wir können natürlich die Frist verlängern und weiter regieren. Das ist formal eine Verletzung der Verfassung. Aber es handelt sich ja um einen staatlichen Notstand. Und ich bin laut meines Eides gebunden, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Und solche Neuwahlen wären nun wirklich in diesen erregten politischen Zeiten mit all den Terrorakten ein großer Schaden. Also Regierung des Herrn Kanzlers mit Notverordnungen unter Missachtung des Parlaments. Ich kann nur dafür warnen, Herrn Hitler dadurch die Möglichkeit zu geben, den Reichspräsidenten und uns ins Unrecht zu setzen. Das wäre ein Spiel mit dem Feuer. Der Reichspräsident wäre dazu bereit. Was willst du? Vom Papen hat deinen Fritz und die anderen zu lebenslänglich Zuchthaus begnadigt. Zufrieden? Das soll wohl ein Witz sein, Herr von Papen. Wo soll denn bei lebenslänglich Ihre Gnade sein? Aber in der Zelle eines jedes Verurteilten hängt mein Bild und ruft Ihnen zu. Ihr werdet bald frei sein. Euer Führer kommt an die Macht. Oder glauben Sie wirklich, dass es lebenslang dauern wird, bis die Macht im Reich uns gehört? Ich erinnere nur an den Verkehrsstreik, Herr Reichspräsident, wo Nationalsozialisten und Kommunisten zusammengearbeitet haben. Sollte Herr von Papen nun versuchen, die Wahlen nach einer Reichstagsauflösung über die verfassungsgemäße Frist von 60 Tagen hinauszuschieben und allein mit Notverordnungen zu regieren, so würde dies in der Bevölkerung zu einem Volksaufstand führen. Nazis und Kommunisten würden erneut zusammenarbeiten und uns hinwegfegen. Die Reichswehr wäre einem solchen Volksaufstand in keinem Fall gewachsen. Danke, Herr von Schleicher, für Ihre Ausführungen. Sie haben es selbst gehört, Herr von Papen. Ich kann Ihrem Begehren, die Verfassung zu brechen, nicht mehr entsprechen. Tja, unter diesen Umständen muss ich Ihnen leider meine Demission und die des Kabinettes erklären. So sehr es mir leid tut, Herr von Papen, ich muss diese Demission annehmen. Bitte Sie aber, geschäftsführend im Amt zu bleiben. Gerne, Exzellenz. Warum hat sich Ihre Partei an dem Verkehrsstreik beteiligt? Hätte ich es nicht getan, hätte der Streik trotzdem stattgefunden. Aber ich hätte Anhänger der Arbeiterschaft verloren. Herr Reichspräsident, ich habe die stärkste Volksbewegung in Deutschland hinter mir. Hieraus leite ich das Recht ab, dass ich als Führer dieser Bewegung an die Spitze einer neuen Regierung gestellt werde. Helfen Sie mir. Ich sehe durchaus den großen Gedanken, der in Ihnen und Ihrer Bewegung lebt. Und ich will es daher begrüßen, Sie und Ihre Bewegung an der Regierung beteiligt zu sehen. Wenn Sie mir einen Regierungsauftrag erteilen würden, dann würde ich versuchen, vom Reichstag ein Ermächtigungsgesetz zu erhalten. Ein solches Gesetz würde nur ich bekommen. Das wäre die Lösung. Papa, Verzeihung. Eben hat mir Herr Kepler eine Eingabe überreicht. Die deutsche Industrie wünscht Herrn Hitler als Kanzler. Kirdorf, Schacht, Thyssen, Schröder. Das ist nicht die ganze deutsche Industrie.
Aber wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit vielleicht darauf lenken könnten, Graf von Kalkreuth ist auch dabei. Ein Fürsprecher der ostelbischen Landbesitzer, zu denen schließlich auch wir gehören. Tatsächlich. Papa, geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß und machen Sie Hitler zum Kanzler. Die Entscheidungen treffe immer noch ich. Mein Ich ja. Eben. Ernenne ich Sie, General von Schleicher, zum Reichskanzler des Deutschen Reiches. Ich bitte, meine kleine Verspätung entschuldigen zu wollen, mein Lieber. Aber es gibt gute Nachricht. Hindenburg hat Papen, diesen ewig lächelnden Dilettanten, der in 6 Monaten mehr Unheil angerichtet hat als Brüning in seiner ganzen Amtszeit, zu seiner Betrüglichkeit entlassen müssen. Und hat General von Schleicher mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Schleicher also. Der weiß immerhin strategisch zu denken. Bevor ich es vergesse, ich habe für Sie und Ihre bezaubernde Gattin Karten für den Faust mit Gustav Gründgens bekommen. Danke. Ihr von mir so bewunderter Physiker Heisenberg den Nobelpreis Gott sei Dank auch. Ich habe diese unscharfe Relation nie wirklich verstanden. Bitte doch Platz zu nehmen. Herr Strasser, die NSDAP ist auf einem absteigenden Ast, wenn Hitler so weitermacht. Sie haben recht. Die ständige Forderung nach der Kanzlerschaft lähmte unsere Bewegung. Sehen Sie, ich hatte Ihnen schon mal unsere Zusammenarbeit angeboten, da war ich noch nicht Kanzler. Jetzt bin ich Kanzler und Reichswehrminister. Also Strasser, wir liegen doch nicht so weit auseinander. Ich schlage vor, wir nehmen noch die Gewerkschaften hinzu, dann können wir die politische Lähmung und Hitler überwinden. Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen? Ja, wir richten eine Querfront und schlagen sie alle. Sie haben den Haufen doch auch satt. Unter uns, ich finde die Garde des Führers zum Kotzen. Göring, ein brutaler Egoist, Goebbels, ein Hinketeufel und Röhm, eine Sau. Und denen organisieren Sie immer noch die Partei? Passen Sie auf, ich mache Sie zum preußischen Innenminister. Und außerdem holen wir uns noch das Zentrum hinzu. Meine Reichswehr macht auch mit, wenn ich ihr Aufrüstung verspreche. Und mit den Russen paktieren wir sowieso schon. Ist das kein Grund nachzudenken? Daher plädiere ich für eine Regierungsbeteiligung unter Kanzler von Schleicher. Dies aus dem einfachen Grunde, weil Schleicher gedroht hat, den Reichstag erneut aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben. Neuwahlen wären jedoch für uns zum jetzigen Zeitpunkt eine Katastrophe. Wir haben kein Geld mehr. Wir können uns keinen Wahlkampf leisten. Außerdem würden uns die Wähler davonlaufen. Das wäre der Ruin. Parteigenosse Strasser, das, was Sie da vorhaben, ist Verrat. Sabotage. Spaltertum. Der Führer der Partei bin ich. Und ich dulde es nicht, dass meine Bewegung hier von Ihnen für ein Butterbrot verkauft wird. Wir lassen uns nicht mit Hilfsposten abspeisen. Mir allein gebührt die Kanzlerschaft. Das ist alles, meine Herren. Mein Führer. Goebbels, sind Sie lebensmüde? Was gibt's denn? Ein Expressbrief von Strasser, mein Führer. Herr Kuster, endlich. Da lesen Sie schon vor. Um es kurz zu machen, ich habe nicht von Anfang an am Aufbau unserer Partei großen Anteil gehabt und meine letzten 11 Lebensjahre in ihren Dienst gestellt, um ihre Alles-oder-Nichts-Politik und ihre Gewaltakte länger mitzumachen. Ihr Weg wird aus diesem Land ein Trümmerfeld machen. Diesen Weg kann und darf ich nicht gehen. Hiermit trete ich aus der Parteiführung aus und lege meine sämtlichen Ämter nieder. Ohne Gruß, ohne Vornamen, Strasser. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Woher soll ich das wissen? Wir sind pleite. Strasser, dieser Verräter, dieser Judas, er wird mir in den Rücken fallen, wird die Partei zerreißen und wird mit von Schleicher gehen. Was machen Sie da, mein Führer? Lassen Sie mich alleine, Herr Goebbels. Niemals. In 3 Minuten mache ich Schluss. Gehen Sie! Fast 1 Stunde hatte ich diese Waffe auf meine Schläfe gerichtet und mit mir gerungen. Schlussendlich habe ich eingesehen, dass es Strasser nicht wert ist, mir seinetwegen das Leben zu nehmen. Dass es meine Pflicht ist, weiter zu kämpfen, um eine Spaltung der Partei zu verhindern. Und habe mich entschlossen, auch den Posten des obersten SA-Führers einzunehmen. Weil mit Strasser
dem Verräter, den Weg in den Abgrund gehen will, der möge jetzt gehen. Wer meinen Weg gehen will, erhebe mit einem dreifachen Heil seine Rechte zum Schwur. Ich bin ketzerisch genug einzugestehen, dass ich weder Anhänger des Kapitalismus noch des Sozialismus bin. Dass für mich Begriffe wie Privat- oder Planwirtschaft ihre Schrecken verloren haben und deshalb den Standpunkt vertrete, man soll in der Wirtschaft das tun, was im gegebenen Moment vernünftig ist. Toll, wirklich toll. Was die Aufrüstung anbetrifft, habe ich immer betont, dass wir bereit sind, unsere Wehrmacht nur noch mit Messern und Pappschildern auszurüsten, wenn unsere Nachbarn das Gleiche täten. Mit anderen Worten, meine Herren, die Regierungserklärung Herrn von Schleichers hat unseren Reichspräsidenten tief enttäuscht. Nicht nur den. Ich kann Sie gut verstehen, Herr Thyssen. Und hat ihn dazu veranlasst, mich zu dem eingangs erwähnten Gespräch zu bitten, um mir zu verstehen zu geben, dass er nunmehr Ihrer Petition, Hitler zum Kanzler zu machen, freundlich gegenübersteht. Ich danke Ihnen, meine Herren. Ausgezeichnete Rede. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr von Schröder. Und Sie würden sich demnach beim alten Herrn für eine Ernennung Hitlers zum Kanzler weiterverwenden? Mehr als das. Dann sollten wir Herrn Hitler treffen. Herr Kepler, lässt sich das arrangieren? Dieses Jahr sicher nicht mehr. Aber ich werde tun, was ich kann. Eine Spende für den Führer! Kauft Christbaumschmuck, Leute! Nur 1 Mark das Stück! Danke! Eine Spende für den Führer! Für die Partei wollt ihr wohl sagen? Eine Spende für unseren geliebten Führer! Was ist das denn für ein Scheiß? Muss die Partei jetzt schon betteln, oder was? Wird Zeit, dass der Strasser wiederkommt und euch ordentlich in den Arsch tritt. Das macht eurem Röhm ja bekanntlich Vergnügen. Und jetzt verpisst euch, sonst gibt's Dresche. Verpisst ihr euch, ihr scheiß SSler! Halt, Strasser! Ist ein Rosensprungen aus einer Wurzel sagt, wie uns die alten Zungen von Jesse kam die Art und hat ein Blümlein bracht, mitten im kalten Winter, wohl zu der halben Nacht. Karl-Otto Goebbels. Das Essen wäre dann soweit. Könnten Sie die Oper später, mein Führer, weil sonst wird ja Ihr schönes Gemüse ganz zerkocht. Und die Gans für den Herrn Hoffmann und für das Fräulein Braun. Schon recht, Anni. Goebbels, wie geht's denn Ihrer lieben Frau Magda? So schlimm? Grüßen Sie mir die Arme. Ist im Krankenhaus. Trinken wir noch einen? Hast du Kohl? Nee. Scheiße. Gesegnete Weihnachten, Freunde. Egon, eine Flasche Scotch vom Feinsten. Ist alles gar recht? Wunderbar. Ist was passiert? Ich habe heute mit den Ullsteins verhandelt. Ihr Verlag wird meine Memoiren herausbringen. Eva, ich kann dich nicht heiraten. Ich bin schon verheiratet. Mit dem deutschen Vaterland, dem deutschen Volke. Diesem gehöre ich ganz. Das ist mein Schicksal. Dafür gehört dir meine Liebe, mein Führer.
Doch, doch, kommen Sie. Ich flehe Sie an, Butzi. Nur die ersten paar Takte, bitte. Sie werden wie ein Versprechen sein. Dieses Jahr gehört uns, das gebe ich Ihnen schriftlich. Schreiben Sie das. Schreiben Sie das hier in den Klavierauszug, mein Führer. Geben Sie. Ich komme, Herr Doktor. Ich werde versuchen, sofort zu kommen. Verzeihung, mein Führer. Magda wird bereits künstlich ernährt. Dann nehmen Sie mein Flugzeug, Goebbels. Ich sag sofort Bescheid. 1000 Dank. Ich wünsche Ihnen die Macht, mein Führer. Alles Gute. Leben Sie wohl, Sie Armer. Warum muss dieses Jahr so beginnen? Nehmen Sie hiermit all meine Kraft, Herr Gauleiter. Frau Stengel, ich danke Ihnen. Dies ist ein ganz besonderes Jahr. Wir haben die Jugend. Wir haben den größeren Mut. Wir haben den größeren Willen. Wir haben die größere Zähigkeit. Was sollte uns da zum Sieg noch fehlen? Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Wenn es unseren Gegnern wirklich ernst wäre mit einer Verständigung, dann frage ich Sie, Herr von Schröder, warum haben Sie als meine Gönner und Befürworter aus dem bürgerlichen Lager mir nicht die Macht zugewilligt, die Sie bisher jedem SPDler zugestanden hätten? Das ist so nicht ganz richtig. Wir haben... Einerlei. Ich lasse mich nicht schlechter behandeln als die Organisatoren des Landesverrats. Herr von Papen, Herr von Schröder. Was soll ich davon halten, Herr von Schröder? Vor dem Eingang hat mir ein Fotograf aufgelauert. Ich dachte, das sollte hier ein Geheimtreffen sein. Er wollte Ihre Verspätung im Bild festhalten, Herr von Papen. Ich habe auf Sie schon länger gewartet. Ich bitte Sie, meine Herren, Sie wollten sich doch versöhnen. An mir soll es nicht liegen, Herr Hitler. Mir auch nicht. Herr von Papen. Mir ein Duumvirat anzubieten und dann Ministerpöstchen. Als hätte ich nicht schon hunderte Male gesagt, dass für mich nur die alleinige Kanzlerschaft in Frage kommt. Oder? Sagen Sie auch mal was, Himmler. Ja, ich finde das genauso empörend wie Sie, mein Führer. Eben. Wilhelm, das ist Herr Torgler, Fraktionsvorsitzender der KPD. Und das ist Herr Högner, Genosse Torgler. Wir kennen uns aus dem Reichstag. Ja, wir kennen uns nur zu gut. Herr Torgler hält mich für naiv, aber ich dachte, die beiden großen Arbeiterparteien könnten wie damals beim Kapp-Putsch zusammenarbeiten. Es erscheint schwer, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der uns als größere Feinde als die Nazis bezeichnet. Ach, wer hat denn unsere Führer? Wer hat Luxemburg? Wer hat Liebknecht ermordet? Ich nicht. Nein, aber Ihre Partei. Wenn Sie uns weiter als Arbeitermörder bezeichnen, können wir gleich... Ich habe gehört, Ihre Parteigenossen Severing und Braun haben Schleicher einen Kuhhandel vorgeschlagen. Wenn er Sie wieder in Ihre Ämter als Führer der preußischen Regierung einsetzt, würden Sie ihn bei der Hinausschiebung von Neuwahlen unterstützen. Was ist daran so schlimm? Je später die Wahlen, umso schlechter für Hitler. Es gibt Anzeichen, dass sich die Wirtschaft erholt. Weil es ein Affront ist gegen das Parlament. Und glatter Verfassungsbruch. Seit wann sind Sie Anhänger von Parlament und Verfassung? Nur eine Zusammenarbeit unserer beiden Parteien kann Hitler verhindern. Wir von der KPD wollen Hitler gar nicht verhindern. Nach Hitler kommt die Revolution. Nach Hitler kommen wir an die Macht. Sind Sie wirklich so dumm, das zu glauben? Bitte. Sogar Ihr Führer Trotzki ruft uns zur Einigkeit auf. Warum? Trotzki ist doch nicht unser Führer. Unsere Führer sind Thälmann und Stalin. Und die führen Sie ins Verderben. Es tut mir leid, Genosse, das hat keinen Zweck. Kommt Hitler an die Macht, kann nur ein Generalstreik ihn stürzen. Wie 1920 beim Kapp-Putsch. Nicht mit uns. Nicht mit euch Arbeitermördern. Es tut mir leid. Und was soll das abermalige Treffen bringen, Herr von Papen, wenn mich Hindenburg nach wie vor nicht als Reichskanzler haben will? Ja, dann klären Sie das erst mal. Dann reden wir weiter.
Schleicher die Position des Vizekanzlers Strasser angeboten, ausgerechnet dem. Im Gegensatz zu Papen ist er doch gar kein Machtmensch. Aber der wiederum hat keine Ahnung. Und was Schleicher nicht weiß, ist, dass er ist schon so gut wie weg. Was ist denn mit Ihnen, Gross? Es ist Maskenzwang. Und jetzt, meine Herren, ein deutsches Volkslied! Und nicht immer diese jüdische Negermusik! Ja, sonst werden Sie alle drei standrechtlich erstoßen! Prost! Jawohl! Nach New York? Ja, mein Schiff geht morgen Abend. Ich wollte mich noch einmal bei Ihnen bedanken. Wofür denn nicht? Bitte Sie. Ich schreibe Ihnen, wenn ich mich drüben eingerichtet habe. Und falls Sie eines Tages auch weg müssen, dann kann ich Ihnen hoffentlich von dem, was Sie mir, was aus diesem Land noch werden wird. Alles Gute, Harry. Alles Gute, George. Auch der Führer fasst das Wahlergebnis von Lippe immer noch nicht. 20% dazu gewonnen. Und dann müssen Sie nach Hause. Magda hat mir schon wieder eine Szene gemacht. Armes Doktorchen. Sie ist so süß. Geht es ihr dann schon wieder besser? Frau Vize, Fräulein Bethke braucht Sie. Heil Hitler, Mädels! Heil Hitler! Hat Hugenberg und seine Deutschnationale Volkspartei fast die Hälfte der Stimmen verloren. Die KPD haushoch verloren, die SPD fast nichts dazu gewonnen. Der Sieg von Lippe beweist, die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist nicht mehr aufzuhalten. Des Führers Kampf hat sich gelohnt. Doppelpunkt. Er muss uns in eine neue, eine strahlende Zukunft führen. Haben Sie das? Führen? Ja. Da Herr Gauleiter Goebbels dazu keine Zeit hatte, sollten wir zwei miteinander auf diesen Triumph ein Gläschen Schaumwein trinken. Große Ehre, Fräulein Behnke. 20% mehr Stimmen, das ist doch glattweg gelogen. Keine 6.000 haben Sie mehr bekommen. Bei 150.000 Einwohnern, da sind das 100.000, 80.000 Wahlberechtigte, dann sind das, das sind maximal 6, vielleicht 8%. Das wird als Sieg hingestellt, repräsentativ für das Reich. Und die Leute glauben das auch noch. Warum hat die SPD keine Propagandaleute wie Goebbels? Hat die KPD doch auch nicht. Gott sei Dank. Finde ich auch. Einen Krach machen die wieder. Den ganzen Tag geht das schon so. Und die Polizei schützt diese Horden inzwischen. Lassen Sie sich's trotzdem schmecken. Sogar vor dem Karl-Liebknecht-Haus haben sie heute provoziert. Das wäre noch vor Monaten unmöglich gewesen. Ich dachte, Sie mögen die Kommunisten nicht. Mag ich auch nicht. Aber wenn Hitler jetzt sogar schon seine erklärten schlimmsten Feinde herausfordern kann, ohne dass sie sich rühren, dann spricht das Bände. Ach, solange der Hindenburg da ist, passiert schon nichts. Glauben Sie mir. Strasser war gerade bei Göring. So klein mit Hut. So ist es recht. Setzen Sie sich. Dieser Film ist ein Wurf. Ein Wurf. Und dieser Louis Trenke ein richtiges Genie. Sie sollen sich setzen, Goebbels. Aber wir haben den Film doch erst gestern gesehen. Und die Arbeit. Hinsetzen, Josef. Ich sehe nichts. Bei einem solchen Jahrhundertwerk muss die Arbeit warten. In der augenblicklichen Lage gibt es 3 Möglichkeiten. Erstens ein Kabinett Hitler, das von einer Reichstagsmehrheit getragen wird. Das erscheint höchst unwahrscheinlich. Zweitens ein Präsidialkabinett Hitler, das ihren Prinzipien widerspricht, der Reichspräsident. Und drittens, mich im Amt zu belassen und mit uneingeschränkten Notstandsmaßnahmen auszustatten. Ohne Rücksicht aufs Parlament. Ich schlage Ihnen Letzteres vor. Herr Reichspräsident? Es ist ein Fehler, jetzt aufzugeben. Ich will nichts mehr davon hören. Es ist zu Ende. Im Gegenteil. Der Stahlhelmbund steht hinter Ihnen.
und die Deutschnationale Volkspartei. Hat mir eine Abfuhr erteilt. Den Oberbefehl für die preußische Polizei verweigert. Es ist vorbei, Dr. Goebbels. Aus der Traum. Soll in den Geschichtsbüchern eines Tages stehen. Kurz vor dem Sieg wurde die nationalsozialistische Bewegung von ihrem Führer im Stich gelassen. Niemals, mein Führer. Wir müssen weiterkämpfen. Das bist du dem Vaterland schuldig, Adolf. Kempka, anhalten, wenden. Berlin. Herr Reichspräsident, Kanzler von Schleicher versucht leider, die in Ostelbien aufgetretenen Unregelmäßigkeiten auszunutzen. Er startet zum Angriff auf den ostelbischen Landadel. Er will Grund und Boden bankrotter Güter einfach an die Landarbeiter verteilen. Papa, das ist Agrarbolschewismus. Das können wir unmöglich dulden. Das trifft auch unser Gut Neudeck. Ist das wahr? Von Schleicher muss weg, Papa. Gut. Ich werde es mir überlegen. Aber wer soll an seine Stelle treten? Ich wüsste schon einen. Fällst du mir auch noch in den Rücken? Exzellenz, Hugenberg und ich rahmen ihn ein. In einem Monat haben wir Hitler so in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Befehlen Sie von Schleicher zu mir. Und? Abgesetzt. Sie haben die Reichswehr. Wir könnten die Ernennung Papens verhindern. Der Reichspräsident ist mein Feldmarschall. Ich habe ihm zu gehorchen. Mich überfällt ein Gefühl der Übelkeit, wenn ich denke, dass wir wieder von Papen, diesem notorischen Hammel- und Wabonspieler, regiert werden sollen. Noch dazu scheinbar auch als Außenminister. Als welcher er alles noch vorhandene, mühsam gekittete Porzellan zerdeppern wird. Schleicher war den korrumpierten Granten in der Vertuschung ihrer Schweinereien so lasch. Da musste Papen wieder her. Und der wird damit, wie wir wissen, robuster umgehen. Gross hatte recht. Man sollte weg hier. Frau Dorier, Graf. Blut und wieder Blut. Meine Kinder tot, alle tot, mein Gatte tot. Wie soll ich dann nicht an Rache denken? Blut, sage ich, Blut schreit nach Blut. Göttlich, Harry, genial. Reinhard will ihr Erstlingswerk nächstes Frühjahr auf die Bühne bringen. Sie sehen, meine Produktion kann helfen. Wissen Sie, wen er als Großfürstin besetzen will? Sie, denke ich. Die Timmich, diese Plumpskuh. Bloß weil es mit ihm durch die Betten steigt. Und, Herr von Papen, bringen Sie endlich einmal frohe Kunde. Nun ja, der Reichspräsident hat sich entschieden. Mit meiner Wenigkeit als Vizekanzler und Reichskommissar von Preußen. Gut, wenn ich mein Ermächtigungsgesetz bekomme und den Reichstag zum Teufel jagen kann. An mir soll's nicht liegen. Es gibt keinen besseren Mann für den Reichskanzlerposten als unseren Führer. The City Vice President, thank God on this. Sind Sie sich da so sicher? Meine Damen und Herren, der Herr Reichspräsident. Ich darf Ihnen hiermit das von mir ernannte neue Kabinett vorstellen. Als neuen Reichskanzler Adolf Hitler, NSDAP. Als Vizekanzler Franz von Papen, parteilos. Für das Auswärtige Amt weiterhin Konstantin Freiherr von Neurath, parteilos. Für Inneres Wilhelm Frick, NSDAP. Für Wirtschaft, Ernährung und Landwirtschaft Alfred Hugenberg, Deutschnationale Volkspartei. Hermann Göring, NSDAP, Reichsminister ohne Geschäftsbereich. Und nun, meine Herren,
Vorwärts mit Gott! Für die paar Meter im Auto. Respekt, Herr Reichskanzler. Willst du was auf die Fresse? Ein 14-jähriges, in der deutschen Geschichte wohl beispielloses Ringen hat nun zu einem großen politischen Erfolg geführt. Herr Reichskanzler, worin sehen Sie Ihre dringlichsten Aufgaben? Meine Aufgabe ist die Wiederaufrichtung eines deutschen Reiches der Ehre, der Freiheit und des sozialen Friedens. Herr Reichskanzler, gehört zu diesen Aufgaben das Versprechen, das Sie haben gegeben vor 11 Jahren, ich zitiere: Wenn ich einmal wirklich an der Macht bin, dann wird die Vernichtung der Juden meine erste und wichtigste Aufgabe sein. Für weitere Fragen ist mein Pressechef Herr Hanfstengel zuständig. Wenden Sie sich an ihn. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Herr Hanfstengel. Gibt es noch weitere Fragen? Any further questions? Mitkommen. Avez-vous des autres questions? Vielen Dank für alles, Frau Lehmann. Müssen Sie denn wirklich gehen? Ja, meine Frau und meine Kinder sind schon nach Südtirol vorgefahren. Meinen Sie denn nicht, dass unser Hindenburg das doch... Da hilft mir auch Ihr Hindenburg nicht mehr. Nein, nein. Ich bin hier meines Lebens nicht mehr sicher. Gott schütze Sie. Bewaffnet mit dem Schwerte des Rechts und mit dem Panzer der Legalität werden Hitler und seine Kumpane jeden Widerstand aussichtslos machen. Und jedes Unrecht, jede Gewalttat, jedes Verbrechen ungestraft begehen können. Ich glaube, Sie sollten Gross Beispiel folgen und Deutschland verlassen, solange es noch geht. Für Amerika fehlt uns das Geld. Aber wir können eine Zeit lang bei Freunden in Prag unterkommen. Und Sie? Ich werde erst einmal zu meiner Schwester nach Cannes. Jetzt wird euch endlich in den Arsch getreten, ihr Saujuden! Ihr Bolschewistenschwein! Jetzt noch mal kurz den Prozess! An die nächste Laterne und fertig! Hey! Wenn du was aus dem Maul haben willst, dann sagst du Neandertaler! Ich komm gern runter! Na ja, komm doch! Trau dich, du Penner! Jetzt entschuldigen Sie sich gefälligst beim Graf. Nicht nötig, Herr Schlöttke. Sie sind entlassen. Im Namen des Führers, Sie sind verhaftet. Mit welchem Recht? Mit dem, du Sozi-Schlampe. Bringt sie raus. Da bin ich, Mutter. Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch gelacht haben, heute auch noch lachen. Sehr gut, mein Führer. Pressefreiheit abschaffen. Erledigt. Grundrechte außer Kraft setzen. Erledigt. Konzentrationslager Oranienburg und Konzentrationslager Dachau errichten. Erledigt. Mit Ermächtigungsgesetz Parlament ausschalten. Erledigt.
Boykott von Juden und jüdischen Geschäften. Erledigt. Gleichschaltung der Länder. Erledigt. Gewerkschaften auflösen. Erledigt. Bücherverbrennung. Erledigt. SPD verbieten. Erledigt. NSDAP einzige Partei. Erledigt. Austritt aus dem Völkerbund. Erledigt. Decknamen der Aktion ist Kolibri. Auf meinen Freund Röhm, da freue ich mich richtig. Wie lange brauchen Sie für die Vorbereitung, Himmler? Eine Woche. Meine Herren. Göring, es geht los. In 2 Stunden. Liquidieren. Röhm. Mein Führer? Du bist ein Verräter. Ich weiß nicht, wovon du redest, mein Führer. Verhaften. Gregor Strasser. Der Führer hat Sie zum Tode verurteilt. Heil Hitler! Na, von Schleicher? Ja, was wollen Sie? Ernst Röhm? Der Führer hat Sie zum Tode verurteilt. Heil Hitler! Bist du müde? Nur ein wenig erschöpft. Limonade, die wird dich erfrischen. Danke, Makita.